Also, schauen wir uns das mal an. Viele belächeln ihn oder ignorieren ihn. Manche betrachten ihn mit einer gewissen Neugier. Einige bekämpfen ihn, andere verteidigen ihn. Egal, wie man zum Veganismus steht, er dringt in die Gesellschaft vor, um zu bleiben. Ich grüße euch, Veganismus. Ich möchte mit euch über Veganismus sprechen. Veganismus ist für viele eine Gefahr. Warum? Er greift Traditionen an, er greift Werte an, er greift Identitäten an, er greift unser wirtschaftliches Fundament an, zumindest in Teilen. Also im Ganzen kann man eigentlich sagen, der Veganismus bricht mit unserem Selbstverständnis, aber auch scheinbar mit unserem Wohlstandsversprechen. Wachstum, Fortschritt, Überfluss, Wohlstand, Reichtum. Man denkt unweigerlich an Milch, Käse, Eier, Fleisch, Wurst zu jeder Tageszeit und natürlich nur ausgewählte Stücken. Und nicht zufällig steigt in Staaten, die wirtschaftlich wachsen, auch der Tierkonsum. Fleisch für alle, so könnte man eigentlich das Credo aufstrebender Nationen beschreiben. Aber nicht nur das, es beschränkt sich ja nicht nur auf den Ernährungssektor. Lederjacken, Wollmützen, Eisbären in Gehegen, Fischschuppen im Nagellack, Labormäuse in Käfigen, LCD-Bildschirme auf der Grundlage tierischen Cholesterins. Wir nutzen Tiere als Ressource und bauen unseren Wohlstand auf dieser Nutzung auf. Aber nicht nur unsere materielle Grundlage, sondern auch unsere Werte und unsere Traditionen. Und dann, nachdem wir uns abhängig gemacht haben von Tieren und der Nutzung von Tieren, werfen wir Veganern und Veganerinnen vor, dass sie nicht 100% vegan leben können. Okay. Mal davon abgesehen, dass das gar nicht der Definition des Veganismus entspricht, finde ich das eigentlich ganz schön zynisch. Genauso zynisch und befremdlich finde ich das Argument, Veganismus sei ja nur in einer Wohlstandsgesellschaft möglich. Also erstens, ja und? Und zweitens, wenn wir uns anschauen, was wir für eine Verfügbarkeit haben von tierlichen Produkten, Nackensteak für 8 Euro das Kilogramm oder geräucherter Schinken für 1,70 Euro für 100 Gramm, das ist ja der eigentliche Wohlstand. Aber komischerweise macht man das der Tierindustrie nicht zum Vorwurf, vegan lebenden Personen aber schon. Interessant. Ja und? Ist doch gut, wenn sich jene, die nicht so viel haben, die materiell nicht so gut gestellt sind, trotzdem Fleisch leisten können und trotzdem am Wohlstand teilhaben können. Also ich sehe hier das Problem nicht. Außerdem finde ich, dass es wichtigere Probleme gibt als den Umgang mit Tieren. Für mich sind Menschen immer noch wichtiger als Tiere. Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus und ich bin dagegen, so eine Hierarchie von was ist jetzt wichtig und was ist jetzt unwichtig aufzustellen, weil mit dem Argument kann ich ja alles abbügeln. Es gibt immer jemanden, der schlimmer dran ist, es gibt Gesellschaften, da gibt es keinen Mindestlohn, keine Krankenversicherung, keine Grundsicherung. Sollten wir also innerhalb unserer Gesellschaft jetzt nicht über diese Themen diskutieren oder also was ist hier das Argument? Ich finde aber, man kann sich doch durchaus mal anschauen, auf welcher Grundlage unser Wohlstand eigentlich basiert. Das mag sein, aber was soll ich denn als Einzelner machen? Ich stehe ja am Ende der Kette. Es ist Aufgabe von Politik und Wirtschaft, für bessere Bedingungen und Verhältnisse zu sorgen. Das ist ein guter Punkt. Wer ist denn verantwortlich für die Zustände? Wer trägt die Schuld? Es ist doch so, die Konsumierenden schieben Schuld und Verantwortung auf Politik und Wirtschaft. Die Wirtschaft schiebt Schuld und Verantwortung auf Politik und Konsumierende und die Politik schiebt Schuld und Verantwortung auf Wirtschaft und Konsumierende. So waschen alle ihre Hände schön in Unschuld und schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Alles nur Getriebene. Veränderung soll stattfinden, aber andere mögen damit beginnen. Ich? Nee. Du, aber nicht ich. Ich bin fein raus. Da lohnt sich meines Erachtens ein Blick in die Poesie. Der englische Dichter Ian Fraser Kilmister hat mal gesagt, "Everyone guilty, no one to blame." Alle sind schuldig, niemand zu verantworten. Oder noch besser umgedreht, alle sind zu verantworten, niemand ist schuldig. Uns ist ja doch irgendwo klar, dass das vielleicht nicht so pralle ist, was da passiert.
Also jetzt nicht nur für die Tiere, sondern auch für uns Menschen, für das Klima, für die Umwelt, für die eigene Gesundheit und so weiter. Aber es ist halt auch eben so verdammt angenehm. Und da befinden wir uns irgendwie in so einer Art Widerspruch, habe ich so das Gefühl, dass eben Veränderung schon passieren soll, aber gleichzeitig auch nicht passieren soll. Also das ist ein Drahtseilakt, auf dem wir uns da quasi befinden. Doch plötzlich ist da der Veganismus. Er stellt unseren Umgang mit Tieren grundsätzlich in Frage. Er bricht scheinbar mit unserem Wohlstandsversprechen. Er möchte nicht nur komfortablere Käfige, größere Gehege, längere Leinen, schönere Ställe. Nein, der Veganismus möchte gar keine Leinen, Gehege, Käfige und Ställe. Der Veganismus stellt also unseren Umgang mit Tieren grundsätzlich in Frage und ist scheinbar das störende Element unseres Wohlstands. Aber ich werfe die Frage in die Runde, stimmt das denn wirklich? Also muss unser Wohlstand auf der Nutzung und Tötung von Tieren beruhen? Vielleicht ist die Frage ja nicht, was verlieren wir durch den Veganismus, sondern was gewinnen wir durch den Veganismus? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir durch den Veganismus gewinnen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, zu liken und zu abonnieren. Ja, das auch, aber denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen.